Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir lieben Originale. Manchmal ist es aber sehr, sehr schwierig, Originale zu bekommen. Und es gibt inzwischen hervorragende Alternativen. Die zeigen wir euch heute. Die Rede ist von Emerson Gear. Jeder, der im Airsoft-Bereich unterwegs ist, sollte diese Marke kennen. Wenn nicht, dann auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Denn Emerson Gear ist nicht nur irgendeine China-Marke, die günstig produziert und die Qualität unterirdisch ist, sondern tatsächlich hat Emerson sich im Laufe der Jahre immer weiter nach oben qualifiziert und ist inzwischen wirklich auf einem Niveau, wo man sagen kann oder wo auch viele Leute sagen, die im scharfen Einsatz draußen unterwegs sind, die Sachen kann man durchaus auch dafür nehmen, abhängig natürlich davon, was genau es ist. Ist ein bisschen eine Premiere bei uns auf dem Kanal tatsächlich. Emerson Gear oder auch Airsoft Gear generell haben wir sträflich vernachlässigt. Werden wir nachholen. Wir haben bereits jetzt mehrere Sachen von Emerson hier und wollen die euch auch nach und nach zeigen. Da geht es unter anderem um Bekleidung, um Schutz, um sonstige Dinge. Und wir starten jetzt direkt hier mit dem Emerson Chest Harness. Kenner unter euch werden es vielleicht schon direkt erkannt haben. Es ist eine Reproduktion des Crye Airlight Harness. Und da kommt jetzt auch schon der Punkt. Crye Precision bedeutet immer erstmal teuer. Und dazu kommt, dass es natürlich beim Crye Airlight Chest Rig so ist, dass es das Harness in Kombination mit dem Chest Rig gibt. Bedeutet, ich muss über 300 € ausgeben für ein Chest Rig, was aus laminiertem Lasercut-Molle besteht, um eigentlich am Ende des Tages nur dieses Harness zu nutzen, weil ich das eigentlich nur haben will, weil der Rest ist vielleicht schon vorhanden oder wie auch immer. Jetzt stellt sich vielleicht beim einen oder anderen die Frage, warum ausgerechnet dieses Harness? Ich habe doch einen Chest Rig mit einem H-Harness oder einem X-Harness oder was auch immer. Die Besonderheit bei Crye, und das können sie tatsächlich sehr, sehr gut, ist, sie haben hier ein Design gewählt, was ein Hybrid ist aus X- und H-Harness, also aus einem X und aus einem H. Sieht man hier auch schon. Die Form ist ein bisschen wie ein X, aber anstelle von zwei überkreuzten Bändern, 25 mm Gurtbändern, hat man hier dann die H-Form genommen und die einfach in X-Form ausgeführt. Und das ist bei rausgekommen. Das Resultat kann sich durchaus sehen lassen und ist vor allem ultra bequem, kann ich euch sagen. Also egal, ob ihr jetzt dieses nehmt oder das Original oder auch von anderen Herstellern, die auch in so einem Design arbeiten, diese Hybridform von H- und X-Harness bei Chest Rigs ist tatsächlich meiner Meinung nach die beste, weil sie super passt, super das Gewicht verteilt und sich sehr, sehr angenehm tragen lässt. Natürlich hat man immer irgendwo Kompromisse, die man eingehen muss, wenn man jetzt ein Airsoft-Produkt nimmt im Vergleich zum Original. Das Original-Harness von Crye Precision ist nämlich mit einer Struktur versehen. Das heißt, man hat hier, ich weiß nicht, was sie reingebaut haben, ob es Tegris ist oder einfach nur eine Polymereinlage. Aber die haben hier quasi das ganze Ding einmal intern verstärkt und das ist bei Emerson nicht der Fall. Ne? Das heißt, das ist wirklich nur ein flexibles Harness, tut aber unserer Meinung nach jetzt dem Komfort nichts ab, denn es ist wirklich super bequem. Durch die komplette Skelettierung, die ihr hier sehen könnt, in dem Bereich ergeben sich nicht nur super Anschlagpunkte für PTTs oder für Licht und sonstige Sachen, die man hier anbringen will, sondern man hat dadurch natürlich auch eine hervorragende Belüftung. Man stelle sich vor, diese breiten Auflagen, und die sind ja auch tatsächlich deutlich breiter, wenn ihr jetzt mal normale Chest Rig Träger nimmt, die sind immer 25 mm Gurtband, passend zur Schnalle hier vorne am Ende. Sieht man hier schon sehr gut. Durch die hohe Breite hat man eine sehr, sehr hohe Auflagefläche, was wieder das Gewicht besser verteilt. Und damit das nicht vollflächig ein Beschwitzen bringt, hat man das Ganze hier eben skelettiert. Schauen wir einmal auf die Innenseite. Hier hat man ein Meshpolster vorgesehen, um das Ganze auch nochmal ein bisschen komfortabler zu machen. Und wie gesagt, beim Original wären dann hier auch Tegris oder Polymerstreben, die das Ganze noch ein bisschen steif halten. Aber wenn man es trägt, dann liegt es eigentlich perfekt am Rücken an und auf den Schultern vorne natürlich auch. Als kleine Besonderheit hat dieses Chest Rig hier auch schon vorgesehen, zwei Fixpunkte hier im Schulterbereich, wo dementsprechend nochmal 25 mm
Fastextverschlüsse angebracht werden können, um zum Beispiel dann am Chestbrick direkt einen kleinen Assault Pack befestigen zu können. Ist jetzt nicht mit dabei im Set, aber ihr habt hier definitiv die Schlaufen, die sind auch sauber vernäht. Das heißt, da könnte man da auf jeden Fall das Ganze nochmal ausbauen, wenn man das möchte. Ansonsten habt ihr an jedem Träger hier im oberen Bereich über die komplette Fläche zweimal One-Wrap Velcro, um Gegenstände zu fixieren. Und hier im unteren Bereich, kurz vor der Schnalle auch nochmal, da ist der Velcro allerdings hier einmal durch die Mitte, durch den Schlitz gezogen und ist eher für die außenliegende Montage gedacht. Emerson verwendet hier Original Multicam, da ist auch hier immer dann ein entsprechendes Label mit dabei und auch Cordura Fabrics, also tatsächlich gut ausgewählte Materialien. Die Verarbeitung ist tadellos, also da kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwas schlecht ausgeführt wurde. Es sind jetzt vielleicht keine Triple-Nähte, sondern einfachere Nähte, die hier verlaufen, aber gerade in dem Bereich sagen wir, ist es auch überhaupt kein Problem, denn da, wo es drauf ankommt, wie hier zum Beispiel bei den Schlaufen, wo dann auch Last drauf kommt, da sind dann auch hier ordentliche Riegelnähte verwendet worden. Also Verarbeitung ist auf jeden Fall top. Was uns nicht so gut gefällt an dem Ding ist, und das ist auch beim Original tatsächlich so, ich weiß jetzt nur nicht, wie stark die Elastizität beim Original ist. Man hat hier an den Verbindern zum Chestrig elastisches Band gewählt. Hier ist es zweifach gewählt oder zweifach gelegt. Das heißt, hier ist der Zugwiderstand okay. Aber hier im Hüftbereich zum Beispiel, da ist so viel Flex da, könnt ihr ja sehen, das sind bestimmt 15 cm für das untere Band, was das noch flexen kann. Und das ist unserer Meinung nach ein bisschen zu weich. Wäre jetzt kein K.O.-Kriterium, gerade auch wenn man den Preis sich anschaut. Und zumal hier gerade beim Hüftstrap, ich mache das mal hier gerade auseinander, dass ihr das mal sehen könnt, wie lang der eigentlich ist. Das passt selbst dem kräftigsten Operator, sage ich mal. Und da könntet ihr ohne weiteres den Strap auch einfach ohne den Gummi benutzen, indem ihr hier abschneidet und dann die Schnallen hinten und vorne festmacht. Und schon habt ihr ein Stück Gurtband, um das Ganze hier zu nutzen. Und den Rest könnte man tatsächlich sogar nutzen, um die beiden Gummis hier oben auszutauschen, wenn ihr das denn nicht flexibel haben wolltet. Sei noch dazu gesagt, dass die Schnallen, die hier mitgeliefert werden, keine Markenschnallen sind, also kein 2M oder kein Duraflex oder kein ITW Nexus. Da kann es zu Komplikationen kommen, wenn ihr eine Gegenseite habt, wie jetzt hier an einem Chestrig zum Beispiel, wo ITW Nexus Schnallen verwendet werden, kann es sein, dass es dann nicht passt. Aber das wäre in dem Fall auch überhaupt kein Problem, einfach hier im Bereich die Schnalle, die original dabei ist, abzuschneiden und eine Repair-Schnalle von 2M oder ITW Nexus zu befestigen, damit ihr dann auch kompatibel mit dem Rest eurer Ausrüstung seid. Die gäbe es zum Beispiel bei Tactical Trim oder Extremtextil. Da packen wir euch die Links einmal in die Videobeschreibung, damit ihr auch jederzeit da gucken könnt. Ja, alles in allem muss man wirklich sagen, für den Preis und die Verarbeitung, die hier Emerson bietet, kann man absolut nichts sagen. Es ist ein hervorragendes Harness-System. Wenn ihr noch nicht zufrieden seid, gerade auch bei einem Chestrig, wo ein bisschen mehr Gewicht im Spiel ist und ihr vielleicht mit dem Komfort noch nicht zufrieden seid, dann solltet ihr euch unbedingt mal das Chestrig-Harness von Emerson anschauen. Das ist definitiv eine Sache, die sich lohnt. Und wenn ihr merkt, das ist für euch total cool und ihr wollt nicht auf Airsoft gehen, könnt ihr immer noch dann das Original kaufen. Aber ich sage euch gleich, wenn ihr den Preis seht, dann bleibt ihr bei eurem Emerson, zumal das Emerson echt gut verarbeitet ist und hier auch Original Multicam verwendet wird, falls ihr da in dem Tarnmuster unterwegs seid. Falls ihr immer noch nicht überzeugt seid, hier haben wir für euch einmal einen IR-Test, denn wenn der Hersteller sagt, das ist echtes Multicam, dann muss es natürlich auch unter Infrarot genauso funktionieren. Und da haben wir hier die Aufnahme für euch. Emerson ist jetzt neu bei Regan Company erhältlich. Da gibt es viele, viele andere Sachen, haben wir ja schon gesagt. Und wir werden euch auch das ein oder andere zeigen und auch versuchen, immer mit den Originalen, soweit es geht, zu vergleichen, damit ihr euch selber ein Bild machen könnt, ob es hier ein Repro tut oder auch nicht. Denn der Geldbeutel ist ja am Ende des Tages auch immer mit dabei, wenn es um Neuanschaffungen geht. Hier unten findet ihr einmal den Link zur Regan Company. Da könnt ihr euch selber mal ein Bild davon machen. Was sagt ihr dazu? Seid ihr der Ich will nur Originaltyp oder nutzt ihr auch
Airsoft-Sachen oder spielt ihr generell Airsoft und habt die Marke Emerson schon auf dem Schirm? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare und auch gerne, wenn wir mehr aus dieser Richtung an Content bringen sollen, außer KI-Tracking, der wird sagen, macht mehr. Ja, du darfst auch kommentieren, alles cool. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus, bis dann, macht's gut. Bye, bye.